Arbeiten mit Interrupts bedeutet, auf zeitkritische Signale sofort zu reagieren. Auch der AD-Wandler des Atmega 328 bietet dazu viele Möglichkeiten, die wir nutzen können, wenn wir uns vom gewohnten Analog-Read der Arduino-Welt verabschieden. Allerdings müssen wir einiges beachten. Damit Sie den Durchblick behalten, befassen wir uns heute mit einer Beispielaufgabe. Die Aufgabenstellung: Wir wollen fortlaufend eine AD-Wandlung durchführen, also nach einer Wandlung sofort die nächste beginnen. Wir wollen einen Interrupt bekommen, sobald ein Wandlungsergebnis vorliegt. Unser Wandlungstaktteiler soll auf 1:128 stehen. Das geben wir einfach mal so vor. Wir sehen uns dann aber an, warum wir das so machen. Die Referenz soll die 5-Volt-Versorgung sein. Und wir müssen darauf achten, dass wir zum Initialisieren des AD-Wandlers zunächst einmal einen sogenannten Dummy-Readout durchführen. Das heißt, das erste Ergebnis zunächst einmal zu verwerfen. Was müssen wir uns alles ansehen, um den AD-Wandler zu konfigurieren? Einmal müssen wir diesen AD-Wandler einschalten, da gibt es ein Bit dafür. Dann müssen wir die Digitaleingänge deaktivieren. Das ist ganz guter Stil, damit der Stromverbrauch nicht unnötig hoch wird. Wir sehen uns an, wie wir den Wandlungstakt erzeugen, stellen das genau ein, wählen den richtigen Eingangskanal, die richtige Referenz, in dem Fall unsere 5 Volt. Wir müssen darauf achten, dass die Ausgabe rechtsbündig erfolgt und nicht linksbündig. Warum, sehen wir gleich. Wir stellen ein, dass automatisch die nächste Wandlung ausgeführt wird mit dem sogenannten Auto-Trigger, der, sobald ein Ergebnis vorliegt, gleich die nächste Messung auslöst. Dann müssen wir natürlich einen Interrupt ermöglichen, sonst werden wir nicht in eine Interrupt-Routine landen. Und zum Abschluss die Wandlung starten. Wie übertragen wir die Konfiguration auf unseren Mikrocontroller? Dazu sehen wir als erstes wie immer ins Datenblatt. Im Datenblatt finden wir unter der Überschrift ADC, Analog to Digital Converter, einige beschreibende Unterkapitel, die wir uns natürlich durchlesen können und sollen, damit wir uns mit dem AD-Wandler vertraut machen. Aber ganz wichtig ist unten der Bereich Register Description. Da sind sämtliche Konfigurationsregister Bit für Bit aufgeführt und das ist der Bereich, den wir uns vorzugsweise ansehen. Das sind relativ viele Register. Wir haben hier ein ADC Multiplexer Selection Register, ein Control- und Statusregister A, 2 Register für das Wandlungsergebnis, Low- und High-Byte, die unterschiedlich abgehandelt werden, je nachdem, ob wir linksbündig oder rechtsbündig ausgeben. Dann gibt es ein Status- und Kontrollregister B mit weiteren Einstellungsmöglichkeiten und ein Digital Input Disable Register, um die Digitalkanäle abzuschalten. Das gehen wir jetzt der Reihe nach durch. Als erstes kümmern wir uns um die Auswahl des richtigen Eingangskanals. Das machen wir im Register ADMUX, dem Multiplexer Selection Register, über den sogenannten Multiplexer, der die Auswahl des Kanals regelt. Die Bitbeschreibung habe ich Ihnen hier immer rauskopiert. Das sind 8 Bits, 1 ist reserviert und diese 4 Bits sind für unseren Multiplexer. Wir gehen aber der Reihe nach vor. Wir fangen erstmal hier oben mit den Reference Selection Bits an. Da gibt es im Datenblatt eine Tabelle dazu. Da steht, these bits select the voltage reference for the ADC. Das heißt die Referenzspannung, mit der wir vergleichen. Sie erinnern sich vielleicht an unser Blockschaltbild. Die Wandlung erfolgt hier nicht auf einen Schlag, sondern nach und nach, indem immer wieder ein neuer Vergleichswert erzeugt wird über einen Digital-Analog-Wandler. Und dieser Vergleichswert wird über den Komparator verglichen mit einem Signal, das über den Multiplexer am Eingangspin ausgewählt wurde. Der Digital-Analog-Wandler benötigt aber eine Vorgabe und das ist die Referenz. Das kann entweder über einen externen Pin geschehen oder die interne 1,1 Volt Bandgap kann dazu ausgewählt werden oder eben unsere Versorgungsspannung 5 Volt.
Da gibt es zwei Bits, die Reference Select 0 und 1. Über diese zwei Bits wählen Sie aus, was genau die Referenz für den Digital-Analog-Wandler sein soll. Und zurück in unsere Tabelle. Es gibt eine Option, wir haben ja nur drei Möglichkeiten. Eine Option ist reserviert und die anderen Optionen wären hier externer Pin oder 5 Volt Versorgung, also die Versorgungsspannung, oder die interne 1,1 Volt Bandgap Referenzspannung. Wir müssen hier auswählen die internen 5 Volt, also die 01. Und das schreiben wir in unser Register. Ich notiere das gleich mal hier, 0 und 1, dann sind diese beiden Bits schon abgehakt. Kümmern wir uns als nächstes um das Left Adjust Bit. ADLAR Bit steht für ADC Left Adjust Result. The ADLAR bit affects the presentation of the ADC conversion result in the ADC data register. Write run to ADLAR to left adjust the result. Otherwise, the result is right adjusted. Das heißt, hier können wir einstellen, ob wir eine linksbündige Ausgabe bekommen oder eine rechtsbündige Ausgabe. Die berechtigte Frage, was macht das für einen Sinn, eine linksbündige Ausgabe zu bekommen? Dazu sehen wir uns einmal die Ausgaberegister an, ADCL und ADCH. Das sind jeweils 8-Bit-Register, das heißt zusammen haben wir 16 Bit. Unser AD-Wandler wandelt allerdings nur mit 10 Bit. Das wären hier die 16 Bit binär aufgeschlüsselt dargestellt. Und wenn wir mit 10 Bit Auflösung arbeiten, nutzen wir nicht alle. Die vorderen 6 Bit bleiben hier ungenutzt. Und das Ergebnis werden diese grünen Bits sein, die ich hier beispielhaft einmal aufgeführt habe. Das macht Sinn. Das ist das Bit mit der geringsten Wertigkeit. Wenn sich der 10-Bit-Wert um 1 ändert, wird sich hier als erstes dieses Bit ändern. Hier haben wir die höchste Wertigkeit. Wir arbeiten aber nicht immer mit 10 Bit. Manchmal genügen uns ja auch 8 Bit. Und nachdem die Wandlung Schritt für Schritt durchgeführt wird, ist ein Ergebnis in 8-Bit Auflösung deutlich schneller erzielt als ein Ergebnis in 10-Bit Auflösung. Wenn wir also schnell Ergebnisse brauchen, aber die Genauigkeit nicht so die Rolle spielt, können wir mit 8-Bit arbeiten. Und wenn wir mit 8-Bit arbeiten, interessieren uns nur diese wichtigen 8-Bit hier. Denn der Wandler arbeitet von vorne nach hinten. Erst bekommen wir dieses Ergebnis, beim nächsten Vergleich erhalten wir dieses Bit, der dritte Vergleich dieses, der vierte dieses. Und wenn wir 8 Vergleiche durch haben, haben wir diese Bits hier alle bestimmt, die sind noch nicht bekannt. Wenn wir allerdings nur 8 Bit benötigen, interessieren uns diese 2 Bit auch nicht und wir hätten unser Ergebnis hier schon vollständig vorliegen. Dummerweise ist allerdings der Lesezugriff auf diese 8 Bit jetzt ein bisschen ungünstig, weil wir ja um 2 Bit nach links verschoben sind. Deswegen gibt es die Möglichkeit, das Wandlungsergebnis gleich linksbündig angeben zu lassen. Wenn wir also mit 8-Bit Auflösung arbeiten und das Ganze linksbündig machen, dann brauchen wir hier nur 1 Byte auszulesen und haben sofort das richtige Ergebnis. Und ob wir rechtsbündig oder linksbündig arbeiten, das stellen wir mit unserem Left Adjust Bit ein. In unserem Fall wollen wir 10 Bit nutzen, deswegen sagen wir, wir brauchen eine rechtsbündige Ausgabe und im Datenblatt steht otherwise the result is right adjusted. Das wollen wir haben. Das heißt, wir schreiben keine 1, wir lassen eine 0 in diesem Bit stehen und haben ein rechtsbündiges Ergebnis. Als nächstes sehen wir uns den Multiplexer an. Den Multiplexer haben wir schon kennengelernt, als wir uns mit dem Komparator beschäftigt haben. Hier haben wir für unsere Eingangskanäle jeweils ein Bitmuster. Wenn wir zum Beispiel den ADC-Kanal 3 gerne hätten, dann müssen wir im Multiplexer die binäre 3 0011 einstellen. Wir möchten gerne auf dem Kanal 0 arbeiten und deswegen lassen wir die Werte 0 im Multiplexer stehen. Und das wäre das AD-MUX-Register komplett. Als nächstes sehen wir uns das Kontroll- und Statusregister A an. Hier gibt es einige unterschiedliche Bits und wir fangen wieder von links nach rechts an. Das erste Bit nennt sich ADN, ADC Enable. Writing this bit to 1 enables the ADC. Okay, by writing it to 0, the ADC is turned off.
Also ganz klar, da müssen wir eine 1 eintragen, damit der AD-Wandler überhaupt erst in Betrieb geht. Das wäre abgehakt. Als nächstes haben wir das Bit ADC Start Conversion. In Single Conversion Mode, write this bit to 1 to start each conversion. Das heißt, wenn wir nur eine einzelne Wandlung benötigen, dann schreiben wir da eine 1 rein und die Wandlung wird gestartet. Wir werden uns allerdings im Free-Running Mode befinden, also eine Wandlung nach der anderen ausführen, und in Free-Running Mode write this bit to 1 to start the first conversion. Okay, soweit so gut. Wir schreiben da eine 1 rein und starten unsere erste Wandlung. Dann steht da noch etwas Interessantes. The first conversion after ADSC has been written, after the ADC has been enabled, or if ADSC is written at the time as the ADC is enabled. Also sobald die Wandlung hier gestartet wird, auch wenn das gleichzeitig mit dem Einschalten des Wandlers erfolgt, will take 25 ADC clock cycles instead of the normal 13. Dann dauert es einfach länger, die erste Wandlung braucht länger. Im Datenblatt steht in order to initialize the analog circuitry, um den Analogschaltungen ein bisschen Zeit zu geben, bis sie stabilisiert ist. Das wird uns später noch einmal begegnen. Aktuell reicht es hier zu sagen, wir starten die Wandlung. Wir sollten aber überlegen, ob wir überhaupt schon so weit sind, dass die erste Messung gestartet werden kann. Deswegen schreibe ich hier nochmal keine 1 rein. Ich sage, wir warten einmal ab und ich trage ein Fragezeichen ein. Das sehen wir uns nachher noch einmal an. Nächste Bit wäre das Auto Trigger Enable Bit, ADRTE, Auto Trigger Enable. Und wenn wir hier eine 1 schreiben, dann wird automatisch die Wandlung ausgelöst. The ADC will start a conversion on each positive edge of the selected trigger signal. Also jede steigende Flanke wird eine Wandlung auslösen. Und was genau die Wandlung auslöst, das können wir in den ADC Trigger Select Bits im Statusregister B einstellen. Da sind wir noch nicht, das sehen wir später noch. Aktuell möchten wir freilaufend die Wandlung eine nach der anderen ausführen. Deswegen schreiben wir hier eine 1 rein. Wir nutzen ja diesen Free Running Mode. Dann kommen 2 Bits, die kommen uns bekannt vor. ADIF ist das Interrupt Flag und ADIE ist das Interrupt Enable Bit. Achten wir wieder drauf, Interrupt Flag is cleared by writing a logical 1 to the flag. Das ist wieder ein Delete-Only-Register. Man kann es lesen und man kann es löschen, aber man kann es nicht von Hand auf 1 setzen. Aber guter Stil ist, das Bit zu löschen am Anfang, deswegen schreiben wir hier eine 1. Auch Interrupt Enable möchten wir eine 1 schreiben, aber da sollten wir aufpassen. Wir sollten die Interrupts nicht zu früh freigeben, sondern uns zunächst einmal Gedanken machen, haben wir alle Bits richtig gesetzt, und erst ganz zum Schluss am Ende geben wir die Interrupts frei. Deswegen sage ich hier, wir warten zunächst einmal ab und schreiben definitiv noch keine 1 hier rein, sondern eine 0 und geben zum Schluss gesondert dann die Interrupts frei. Bleiben noch 3 weitere Bits, das ist das AD Prescaler Select. These bits determine the division factor between the system clock frequency and the input clock to the ADC. Da müssen wir uns über die Wandlungsgeschwindigkeit Gedanken machen. Der AD-Wandler wird mit dem Prozessortakt getaktet, allerdings nicht mit den vollen 16 MHz, das wäre viel zu schnell, sondern wir müssen laut Datenblatt einen Wandlertakt zwischen 50 kHz und 200 kHz erreichen. Warum dieser Bereich? Was passiert, wenn der Takt zu langsam wäre? Wir haben in der Eingangsstufe einen sogenannten Sample-and-Hold-Kondensator. Das funktioniert folgendermaßen: Das Eingangssignal lädt einen internen Kondensator und zu dem Zeitpunkt, wo ich die AD-Wandlung starten möchte, trenne ich das Eingangssignal von diesem Kondensator und betrachte nur noch die Spannung am Kondensator. Denn daran kann ich mich darauf verlassen, dass diese Spannung in einem gewissen Rahmen konstant bleibt und ich kann mehrere Vergleiche nacheinander mit dieser fixen Spannung abarbeiten und bekomme dann das richtige Ergebnis. Denn ich führe ja nacheinander 10 einzelne Messungen aus und wenn die Spannung am Eingang sich sehr schnell ändert, hätte ich das Problem, dass ich diese Vergleiche nicht mehr verlässlich ausführen kann. Ist der Wandlungstakt allerdings zu langsam,
könnte je nach Temperatur und Umgebungsbedingungen dieser interne Kondensator langsam entladen werden und auch dann hätten wir ein falsches Ergebnis. Das heißt, der Takt muss mindestens 50 kHz haben. Der Takt darf aber auch nicht zu schnell sein. Da sagt das Datenblatt, wenn der Takt zu schnell ist, wird die Messung ungenau. Für 8-Bit-Wandlungen sei das noch okay. Wir halten uns an diese 50 bis 200 kHz und brauchen deswegen einen Vorteiler. Mit 16 MHz kommen wir nicht klar. Wir brauchen einen sogenannten Prescaler und der muss welchen Wert haben? 16 MHz geteilt durch die 200 kHz, die wir hier höchstens haben dürfen. Also müssen wir den Takt von 16 MHz mindestens durch 80 teilen, damit wir verlässliche Ergebnisse bekommen. Und jetzt sehen wir uns diese Prescaler Select Möglichkeiten an. Da finden wir auch im Datenblatt eine Tabelle dazu. Und da gibt es verschiedene Teilungsfaktoren, die wir auswählen können. Wir können nicht 80 auswählen, wir haben fest vorgegebene Werte. Die ersten beiden Werte sind hier bei 2. Durch 2 wird also mindestens geteilt, aber es geht auch durch 4, durch 8, durch 16, durch 64, durch 128. Und was benötigen wir? Mindestens durch 80, das heißt durch 64 fällt schon mal flach. Es bleibt nur dieses durch 128 übrig. Machen wir die Kontrolle zurück, die 16 MHz geteilt durch die 128, da kommen wir auf 125 kHz und das liegt gut in unserem Bereich von 50 bis 200 kHz. Also tragen wir hier dreimal die 1 in unser Prescaler Select Register ein und können uns um die nächsten Bits kümmern. Was haben wir noch? Das Kontroll- und Statusregister B. Gott sei Dank, da sind nur 2 Einträge drin. Wir haben hier dieses ACME, das kommt uns vielleicht bekannt vor, Analog Comparator Multiplexer Enable. Hier könnten wir eine 1 eintragen, wenn der Multiplexer für den Analog-Komparator genutzt werden soll und nicht für den AD-Wandler. Wir beschäftigen uns heute allerdings mit dem AD-Wandler, deswegen tragen wir hier ganz klar eine 0 ein. Und dann finden wir hier noch 3 Bits ADTS Auto Trigger Source. Das ist wieder sehr interessant, denn Auto Trigger wollen wir ja benutzen. If Auto Trigger Enable in Control and Status Register A is written to 1, the value of these bits select which source will trigger an ADC conversion. Hier können wir also auswählen, welches Ereignis eine AD-Wandlung auslösen soll. Da gibt es die Möglichkeit, den Komparator eine Wandlung auslösen zu lassen oder den externen Interrupt die Wandlung starten zu lassen oder regelmäßig bei Überlauf des Timers 0 oder Timer 1. Wir lassen es aber beim einfachsten. Wir sagen, wir bleiben heute im Free-Running Mode. Das heißt, nach jeder Wandlung wird sofort die nächste Wandlung gestartet. Also diese 3 Bits auf 0 setzen, dann sind wir im Free-Running Mode. Da wollen wir hin. Damit sind wir im Kontroll- und Statusregister B durch. Weiter geht es mit dem Digital Input Disable Register 0. Da haben wir 8 Bit, die wir setzen können. Und zu was ist das gut? When the respective bits are written to logic 1, the digital input buffer on the corresponding ADC pin is disabled. Das heißt, damit können wir die Möglichkeit, Digitaleingänge abzufragen, an unseren Analog-Pins deaktivieren. Warum sollten wir das machen? Wir erinnern uns an unseren verbotenen Bereich in der digitalen Eingangsstufe. Sie kennen diese beiden MOSFETs, die hier vorhanden sind, und stellen Sie sich vor, Sie haben am Eingang genau 2 Volt anliegen. Dann würde dieser obere MOSFET ein bisschen leiten, der untere würde ein bisschen leiten und wir haben hier einen Querstrom fließen von oben nach unten. Das schadet unserem Prozessor zwar nicht, aber wenn wir im Batteriebetrieb sind, würde das unnötig Stromverbrauch erzeugen. Und wir haben ja analogen Eingang, das heißt, wir haben bewusst hier unter Umständen 2,5 oder 2 Volt und das sogar dauerhaft. Deswegen ist es ganz guter Stil, die Digitaleingänge abzuschalten. Hier steht es auch, when an analog signal is applied to the ADC 7 to 0 pin and the digital input from this pin is not needed, this bit should be written logic 1 to reduce power consumption in the digital input buffer. Also schreiben wir am besten hier mindestens eine 1 rein.
an dem Kanal 0, das wir benutzen, aber wir können auch gleich auf alle Kanäle eine 1 schreiben, denn wir benötigen keine dieser Input-Buffer. Damit können wir unsere vorläufigen Ergebnisse einmal zusammenfassen. Wir haben das Multiplexer Selection Register, in dem wir die Referenz festgelegt haben, 5 Volt, das Ausgabeformat rechtsbündig und den Eingangskanal A0. Im ADC Control- und Statusregister A haben wir den Wandler eingeschaltet. Wir haben eine Messung gestartet. Wir haben gesagt, dass automatisch die nächste Messung immer gleich ausgelöst werden soll. Wir haben den Interrupt klar gemacht und wir haben uns mit dem Vorteiler beschäftigt, dass der richtige Wandlertakt eingestellt ist. Da war allerdings, wir erinnern uns, noch eine Sache offen, nämlich Start der Wandlung mit diesem ADC Start Conversion Bit. Das hatten wir gesagt, sehen wir uns noch einmal gezielt an, ob das von der Reihenfolge her schon so in Ordnung ist. Weiterhin hatten wir im ADC Control- und Statusregister B eingestellt, dass wir den Multiplexer selbst benötigen und nicht dem Komparator zur Verfügung stellen und dass wir den Free-Running Mode benutzen, das heißt nach jeder Wandlung sofort die nächste Wandlung starten möchten. Und zu guter Letzt waren noch die Digital Input Disable Register, in denen wir gesagt haben, wir brauchen keine Digitaleingänge, uns genügt analog, deswegen haben wir die alle abgeschaltet. Jetzt zu dem Fragezeichen. Da müssen wir uns Gedanken machen, in welcher Reihenfolge wir eigentlich diese ganzen Konfigurationen durchführen und die Reihenfolge entsprechend ändern. Ich gehe hier nochmal durch mit einer besseren Reihenfolge. Die bessere Reihenfolge wäre, zunächst einmal beschäftigen wir uns mit dem Multiplexer Selection Register. Da hatten wir Referenz, Ausgabeformat und Eingangskanal. Das ist alles unkritisch, das können wir einstellen. Dann gehen wir ans Kontroll- und Statusregister B. Da stellen wir ein, dass wir selbst den Multiplexer benötigen und automatisch triggern. Das können wir auch vorbereiten. Auch die Digitaleingänge können wir deaktivieren ohne Probleme. Und jetzt gehen wir ans ADC Status- und Kontrollregister A, wo ja einiges passiert. Und da können wir dann, nachdem alles andere ja schon vorbereitet ist, auch sofort eine Wandlung starten. Also dieses Start Conversion Bit auf 1 setzen. Dann sollten wir laut Datenblatt die erste Wandlung abwarten und das Ergebnis verwerfen. Die erste Wandlung dauert ein bisschen länger, die Referenz muss sich stabilisieren, die erste Wandlung kann noch ungenau sein und im Datenblatt ist vorgeschlagen, die erste Wandlung zu verwerfen. Das machen wir. Und nachdem diese erste Wandlung durch ist, fangen wir an und sagen, jetzt geben wir den Interrupt frei, jetzt läuft unser Programm richtig. Zum Beispiel, indem wir im Control- und Statusregister A das Bit Interrupt Enable setzen. In der Interrupt Service Routine werden wir uns dann die Ergebnisse des Wandlers ansehen und die finden wir in den Registern ADCL und ADCH. Das sind die Data Register Low und High Byte. Für den Fall, dass wir das Left Adjust auf 0 gestellt haben, das heißt rechtsbündig sind. Da finden wir das Wandlungsergebnis eben in diesen 10 Bit. Das sind die wichtigsten beiden Bit und das hinten ist das praktisch das kleinste unwichtigste Bit. Okay, ganz klar, when an EDC conversion is complete, the result is found in these two registers. Aber jetzt kommt's. When ADC low is read, the ADC data register is not updated until ADC high is read. Da muss man aufpassen. Consequently, if the result is left adjusted and no more than 8 bits precision is required, it is sufficient to read ADC high. Otherwise, ADC low must be read first, then ADC high. Wir müssen also aufpassen, wenn wir das lesen. Wir müssen den Low-Wert unseres Ergebnisses zunächst lesen und dann erst den High-Wert. Warum? Wir müssen daran denken, der Super-GAU wäre, wir haben ein Wandlungsergebnis, was in der Nähe von 255, 256 liegt. Also in Hexadezimal Hex 100 bis Hex 0 FF. Da haben wir nämlich genau den Übertrag und entweder haben wir eben diese FF und hier oben noch die 0
Oder wir haben schon die 100, das wären die 256. Und der Super-GAU wäre, wir hätten hier im High-Byte die 01 und dann ändert sich der Wert, während wir das Low-Byte auslesen und wir lesen hier die FF. Dann lesen wir nämlich 1FF und das ist ein vollkommen falsches Ergebnis. Das wäre ja quasi das Doppelte von unseren 0FF, die wir in etwa erwarten. Und aus diesem Grund müssen wir sicherstellen, dass High-Byte und Low-Byte tatsächlich zusammenpassen. Und das ist hardwaremäßig über einen Mechanismus so geregelt. Und dieser Mechanismus bedingt, dass wir zunächst das Low-Byte auslesen müssen und dann dürfen wir erst das High-Byte auslesen. Also ganz wichtig, denken Sie daran beim Auslesen, beachten Sie die Auslesereihenfolge. Mit diesen Ergebnissen sollten Sie die wichtigsten Klippen bei der Interrupt-Generierung durch den AD-Wandler umschiffen können. Habe ich ein Teilgebiet nicht tief genug abgehandelt oder haben Sie einen Fehler entdeckt? Schreiben Sie mir doch bitte einen Kommentar.